Wieso waren bisher Kindesmisshandlungen nur ein Vergehen und kein Verbrechen? So, heute im Blauen, ich höre sie schon, machen wieder eine ganz besondere Aktion. Lass dich mal überraschen und wir gehen jetzt mal hin. Man kann den unfassbaren finanziellen Aufwand, das gießkannenmäßige Ausgießen, aber Milliarden von nicht erwirtschafteten Finanzmitteln mit der Satire des Kaisers neuen Kleider vergleichen. Der Kaiser ist nackt und die Massen jubeln ihm zu. Steffi, hey. Hi, grüß dich. Du organisierst hier das mit im Blauen, du hilfst, dass das mit stattfindet. Genau. Und ihr seid ja auf eine richtig klasse Idee gekommen. Wir haben es vorhin schon mal gesehen mit diesem riesengroßen Brief. Und ja, wie seid ihr auf die Idee gekommen und was wollt ihr damit bezwecken? Ja, wir sind ja schon seit einigen Wochen samstags und teilweise auch früher montags auf der Straße gewesen und haben viele Redebeiträge und Redebeiträge bei unseren Demonstrationen gehabt. Und dann kam uns spontan mal die Idee, viele haben ja ihre Gedanken, diese Gedanken bringen wir einfach mal zu Papier. Und da sind dann heute 60 Meter draus geworden, Familien, Kinder. 60 Meter Brief. 60 Meter Brief, Protest und Wunsch an den Ministerpräsidenten, was wir uns für Deutschland wünschen in der Zukunft. Wir haben Sponsoren gehabt, die haben uns unterstützt mit Mal- und Bastelsachen, sodass auch heute hier Kinder selber malen und fröhliche Gedanken auch mitgeben konnten. Na, wenn wir dann mal so, da ist eine Sonne drin und da ist ein Friedensvertrag und wir haben auch wieder Kinder, die wollen ohne Maske in die Schule gehen. Ja. Frieden sehe ich sehr viel. Ja, keine Maske mehr, das sieht auch sehr nach einem Kind aus. Ja, und dann halt viele Gedanken von vielen Bürgern von Deutschland, die in der Mitte stehen, weder links noch rechts sind, die einfach nur deutsche Bürger sind und auch ihre Rechte weiterhin vertreten und dafür eben auch auf die Straße gehen. Ich möchte meine Freiheit wieder haben und mein normales Leben. Kulturell und alles andere soll auch wieder so sein, wie es vorher war. So, Julia, du bist ja hier mit Co-Organisator, hilfst, alles mit stattfinden darf. Danke dafür. Ja, gerne doch. Keine Ursache. Was treibt dich hierher? Was treibt dich auf die Straße und was lässt dich immer weitermachen? Also in erster Linie meine Kinder. Ja, die Zukunft meiner Kinder, die Unversehrtheit meiner Kinder, die glückliche Zukunft meiner Kinder, das ist das, was mich eigentlich nach vorne treibt. Die ganze Zeit. Immer wieder in der Hoffnung, dass es andere mitreißt. Was siehst du denn da so gefährlich für deine Kinder? In erster Linie die Politik und auch die Medien suggestieren uns ja mittlerweile schon, dass diese Pandemie erst beendet sein wird, wenn wir einen Impfstoff haben. So, dass dieser Wirkstoff mit diesem mRNA-Wirkstoff versehen ist, das heißt, er ist aktiv, er heftet sich an unser Gengut, der verändert das, was meine Kinder vielleicht mal als gesund erleben jetzt. Na, sie können dadurch unfruchtbar werden oder haben irgendwelche anderen Krankheiten, die man nicht ausleiten kann oder behandeln kann. Der verändert diese Zelle und das ist unwiederbringlich. Dass die Politik und die Medien uns das so verkaufen, dass das einfach da ist, diese Lösung, und damit ist alles getan. Dass die Wirtschaft zusammenbricht und wir einen Mangel erleben werden, einen sozialen, einen kulturellen, einen wirtschaftlichen Mangel, Defizite, das heißt Einbrechen einfach, ne? Mangel an Lebensmitteln und also das ist schon eine große Angst und Macht, die da auf mich zukommt, die mich da nach vorne treibt. Und sagt, du musst was tun, du musst es wenigstens versuchen. Ja. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Ja, es ist einfach so. Und ich weiß auch am Anfang, als wir da so in die Enge getrieben wurden von der Polizei, da habe ich mir oft die Frage gestellt, ist es das jetzt wert, ne? Dass du jetzt ja auch beruflich, privat, ich habe meine Arbeit verloren, ne? Privat da angeprangert wirst. Ne? Aber ich habe dann gesagt, entweder gehst du jetzt den Weg und ziehst da die, wie soll ich sagen, die negativen Sachen auf dich, na, oder du bleibst zu Hause und es kommt auch Negatives auf dich zu. Du hast beides, so oder so kannst du verlieren. Ja. Dann habe ich mich dafür entschieden, oder wir haben uns dafür entschieden, das offiziell zu machen und das weiterzumachen und dran zu bleiben und einfach zu sagen, gut, wir sind da, wenn die anderen, wenn sie merken, dass das System zusammenbricht, dass wir dann da sind. Und das hoffe ich halt einfach auch, dass die Leute dann rauskommen und mit uns auf die Straße gehen.
im Frieden. Sorgen, was da jetzt gerade abgeht. Da gehört dringend was geändert. Da gehört dringend neue Energie für Frieden, für unsere Rechte, für all das Gute, was wir immer hatten. Für all das müssen wir kämpfen. Deswegen stehe ich für das Gute, dass wir das alles behalten, was wir uns wünschen. Und bin sehr dankbar, dass wir das schaffen werden. Mensch, darf ich dich umarmen? Das war so klasse. Danke dir vielmals. Weißt du noch 2014, als wir den Titel hochhielten, als wir in unserem Land, als wir uns noch wohl fühlten? Weißt du noch, wie glücklich wir damals gewesen sind? Vereint in unseren Herzen und die Regierung noch nicht so blind. Sag mir, was ist passiert? Sag, was ist seitdem geschehen? Warum müssen wir uns hier treffen? Warum müssen wir hier widerstehen? Jetzt stehen wir wieder auf der Straße und wir hoffen, dass das wie 89 friedlich bleibt. Friedlich bleibt. Jetzt stehen wir gemeinsam auf der Straße, weil es gesamt Deutschland auf dem Asphalt treibt. Umweltschutz ist wichtig, das wissen wir und haben Respekt. Aber sind wir doch mal ehrlich, ist nicht der Deutsche, der diese Welt verträgt. Und doch sind wir gern Vorbild, wie in der Flüchtlingspolitik. Aber hat das nicht auch Grenzen, wenn man spürt, dass daran sein Land erstickt? Und nur weil wir es können, ist kein Grund. Habt ihr die eigenen Baustellen nicht gesehen? Und bevor ihr uns hier weiter spaltet, sollten wir hier wieder alle stehen. Jetzt stehen wir wieder auf der Straße und wir hoffen, dass es wie 89 friedlich bleibt, friedlich bleibt. Jetzt stehen wir gemeinsam auf der Straße, weil es gesamt Deutschland auf den Asphalt treibt.